Hallo, ich möchte heute über die nächsten Schritte in der Automatisierungstechnik sprechen. Und wir haben jetzt in den letzten Jahren den IoT-Bereich, den IT-Bereich ganz stark entwickelt. Wir haben den klassischen Echtzeitsteuerungsbereich, den OT-Bereich. Der hat sich auch entwickelt, auch etwas langsamer, deutlich langsamer. So, aber wir haben da zwei Silos, die sich nur schwer miteinander vereinbaren lassen. Und deswegen gibt es jetzt doch einige Anstrengungen, da homogene Technologien zu entwickeln. Und das heißt, meistens, was jetzt gerade am Markt zu bemerken ist, ist der klassische SPS und drumherum dann wieder der MQTT-Broker, der halt dann IoT macht. Nur da haben wir dann eigentlich die Situation, dass wir wieder die beiden Silos haben, nur auf einem Rechner. Und Xentara als komplett neues System denkt einfach nochmal ganz anders, und das möchte ich heute mal vorstellen, was in so einem zukünftigen Automatisierungssystem, wie es Xentara ist, drin sein muss, damit es genau diese nächsten Schritte, die Anforderungen in die Automatisierungstechnik erfüllen kann. So, ich möchte hier mal so ein vereinfachtes Bild zeigen und beginne jetzt einfach mal hier mit dieser blauen Box, weil das ist der Xentara Core, praktisch die Middleware, die auf einem beliebigen Rechner mit Linux-Betriebssystem lauffähig ist. Wichtig ist, dass eben dieser Core eben auch voll echtzeitfähig ist. Das heißt, diese ganzen Errungenschaften, die im Linux mit dem Preempt-RT-Patch entwickelt wurden, finden wir in der Xentara-Entwicklung komplett wieder. Das heißt, das System beinhaltet alle Anforderungen, die auch ein OT-System erfüllen muss. Und, werden wir später so ein bisschen hören, geht auch darüber hinaus. So, was steckt da noch in diesem Kern drin? Also was ganz wichtig ist, ist auch Semantik. Ja? Wir reden von der Verwaltungsschale, die man abbilden will. Man will über OPC-UA dann standardisierte Schichten definieren. Das heißt, wir finden hier ein Daten- und Informationssystem, was semantische Layer bereitstellt in einer beliebigen Struktur, die man frei modellieren kann. So, und was jetzt ganz spezifisch noch dazu kommt, und das ist jetzt das bindende Glied zwischen dem OT-Bereich, so wie man es aus der SPS kennt, und dem IoT-Bereich, der das noch gar nicht kennt. Und das ist das Timing Model. Ja? Und mit dem Timing Model sind wir in der Lage, sowohl die zyklischen Anteile von so einem System zu modellieren, aber auch genauso Aktivitäten zu triggern, die dann in einer Datenbank münden, die in eine Cloud gehen, die irgendwelche WebSocket-basierten Entwicklungsumgebungen, Python-Konstrukten entspricht. Genau. Und das wird bei uns über Timing Model modelliert, und so kann man dann auch über verschiedene Cores hinweg seine ganzen Anwendungstasks so zu modellieren, dass sowohl die Echtzeitfunktionen als auch die IoT-Funktionen immer zur richtigen Zeit ausgeführt werden. Genau, wir befinden uns jetzt hier herin, und flankierend dazu kommen jetzt noch zwei Faktoren dazu, die da eine Rolle spielen. Das Modell ist nach außen durch eine Multi-Mesh Security abgesichert. Multi-Mesh Security heißt, dass bei den vorhandenen Feldbus-Protokollen, die bereits Security-Funktionalitäten unterstützen, die Xentara-Plattform eine Bibliothek mit Security-Funktionen bereitstellt, die auch gepflegt werden, austauschbar sind, upgradebar sind, und von dort aus werden dann die verschiedenen Security-behafteten Feldbusse in ihren spezifischen Anforderungen unterstützt. So, das heißt, Xentara in sich ist ein System, was sämtliche Tasks beinhaltet, die ein IT-OT-System braucht,
und das nach außen über alle möglichen sicherheitsbehafteten Schnittstellen auch die maximale Sicherheit darstellt, was eben auch eins der wichtigen Anforderungen nicht nur für IoT, sondern auch für OT sind. So, passend dazu gibt es jetzt eben auch nur die Rollenbasierung. Das ist zwar als Teil nur vom semantischen Modell, aber es ist eng verzahnt mit der Multi-Mesh Security. Das heißt, wenn ich einen OPC-UA-Server habe, der über Security, über ein Passwort, über Zertifikate von außen authentifiziert werden muss, kann ich durch verschiedene Rollen definieren, welche Zugriffe, welche Daten und welche Aktionen mit der darunterliegenden Middleware ausgeführt werden dürfen. Und das ist ein zentraler Aspekt, was doch zum Xentara Core gehört, ja, was ich dort drin modelliere und sich dann auf alle Schnittstellen nach draußen, die das unterstützen können, auswirkt. So kann ich zum Beispiel beim WebSocket mit dem gleichen Rollenmodell auf die Xentara Datenbasis zugreifen, wie ich das auch über OPC-UA kann. Ja. Ganz entscheidender Teil, der einfach in der Zukunft in einer IT-OT-Plattform vorhanden sein muss. Und zwar nicht nur teilweise, nur für den IoT-Bereich, sondern komplett. So, also, ich denke mal, ich habe hier schon genug eigentlich über das Thema Realtime gesprochen. Das heißt, der Xentara Kern mit seinem Timing-Modell ist in der Lage, dass ich festlegen kann, mit welcher Geschwindigkeit meine Echtzeit-Tasks auf welchen Core laufen dürfen, können, müssen. Und je nachdem, wie sie konfiguriert sind sie auch durch nichts unterbrechbar und können auch nicht gestört werden von Tasks, die zum Beispiel vom Betriebssystem kommen, sondern haben die volle Bandbreite eines CPU-Cores zur Verfügung, wenn es so konfiguriert ist, und können dann selbst bei Intel Atom im Bereich von einer Mikrosekunde Latency exakt genau getaktet werden, unabhängig davon, wie viel Rechenleistung auf dem Gesamtsystem stattfindet. Und je nach Rechnerarchitektur ist mit einer Xentara Middleware bis zu 100 kHz Zykluszeit, also sprich jetzt eine Eigenschaft des OTs mit bis zu 100 kHz Zykluszeit, kann man also solche Tasks aufsetzen. Ja. Im Gegensatz zur klassischen Steuerungstechnik, die mehr oder weniger von diesem Grundprinzip Lesen, Verarbeiten, Schreiben und es in einer hohen Zykluszeit ausgeht und da drin noch ein paar Funktionen, Timing-Funktionen ableitet, kann ich mit der Xentara Middleware und dem Timing-Modell auf jeden Core dedizierte Timing-Eigenschaften modellieren. Und das müssen jetzt nicht nur so zyklische Eigenschaften sein, sondern ich kann dann auch verschiedene Funktionen wie Datenbank oder MQTT-Client auf Cores organisieren, die dann, je nachdem wann die Echtzeit das okay gibt oder irgendjemand anders das okay gibt, dann aktiviert werden. So, das heißt, mit dem Timing-Modell sind wir in der Lage, sowohl die Echtzeit, die Tasks mit Echtzeitfähigkeit zu aktivieren, als auch Aktivitäten zu starten, die dann in Datenbankjobs oder Cloud-Technologien münden. Genau. Was wir auch mit Xentara sehr unterstützen, weil nur so kann das System auch in die Breite gehen, ist, dass wir eben ein offenes I/O-Interface haben. Das heißt, es ist eine erste große Schnittstelle, mit der wir nach außen treten und die wir so weit öffnen, dass ein Anwender Plugins schreiben kann. Wir nennen das Skills, die so in das Xentara-System inklusive grafische Konfigurationsumgebung integriert werden können, dass man
die eigenen Skills nicht von den Standard-Skills unterscheiden kann. Und das führt dazu, dass ein Systemintegrator zum Beispiel sagen kann, ich integriere deine Produktionsstraße, denn ich habe ein offenes I/O-Interface und sollten wir hier irgendein Interface benötigen, was wir noch nicht kennen, dann lässt sich das an der Schnittstelle andocken. Und diese Frage, mit welchen Feldbussen müssen wir ran und was ist die Zukunft und was ist der zukünftige Standard, diese Frage erübrigt sich. Ja, weil mit einem offenen I/O-Interface bin ich immer in der Lage, an mein anwachsendes Know-how, was ich da in einer Xentara-Architektur als eigenes Ökosystem da aufbaue, kann ich immer auch einen neuen Standard wieder hinzufügen und bin dann wieder vorn am Markt mit dabei, ohne dass ich einen kompletten Shift in eine neue Technik durchführen muss. Kommen wir jetzt zu den Anwendungstasks. Ja, das ist jetzt hier dieser Block. Und das ist ja ein IT-OT-System. Ja? Das heißt, man sieht jetzt hier IT-Development, OT-Development. Ja? Das heißt, das sind hier zwei Bereiche, wobei Xentara nicht unterscheidet, ob das jetzt eine C++-Task ist oder eine SPS-Task ist. Letztendlich sind es Tasks, die logische Funktionen verarbeiten. Und mit welcher Sprache das gemacht ist, ob das jetzt hier mit einem Fordiaq SPS-Code gemacht ist oder mit MATLAB Simulink oder in C++, das spielt für Xentara selbst keine Rolle. Ja. So, wenn wir mal jetzt hier bei dem bleiben, dann ist natürlich das Kerninterface ist C++, weil die ganze Software in C++ aufgebaut ist und weil natürlich eben C++, aber auch Rust und MATLAB Simulink voll echtzeitfähig sind. Bei Python ist es ein bisschen anders. Das ist einfach ein Interpreter, der parallel mitlaufen kann und alle Fähigkeiten unterstützt, die es im Xentara gibt, aber eben keine Echtzeitfunktionen. Aber bei diesen drei Sprachen ist es so, dass, oder bleiben wir mal bei den C++ und Rust, da gibt es einfach nur eine Handvoll Funktionen. Um genau zu sein, sind es Minimum 3 Funktionen, die ich brauche, um meine Variablen zur Laufzeit mit meinen internen Klassen zu verbinden, um meine Anwendungsfunktion zu starten. Mehr brauche ich nicht zu wissen über Xentara. Alles andere ist klassische C++-Technologie, die mit beliebigen C++-Libraries ergänzt werden kann zur Laufzeit, sodass ich hier wirklich komplexe Anwendungen bauen kann. Ja. Und es muss jetzt nicht nur klassische Logik sein, ich kann mir auch zum Beispiel überlegen, dass ich eine C++-basierte Bildverarbeitungssoftware hier als Tasks hinterlege, die ich dann kundenspezifisch wieder zusammenstecken kann, um dann vielleicht später dann das mit Machine Learning zu füttern. Genau, also hier ist mit dem Development Container für Visual Studio Code und einem Hello World sollte man eigentlich in einer Stunde ein lauffähiges Projekt unter Xentara haben. Ähnlich verhält es sich mit MATLAB Simulink. Das geht über eine standardisierte Functional Mockup Interface Schnittstelle. Und hierbei steht dann MATLAB Simulink eigentlich stellvertretend für etwa 120 Werkzeuge, mit denen man Functional Mockup Units, die echtzeitfähig sind, erzeugen kann. Ja, MATLAB Simulink oder Modelica sind so die bekannteren Vertreter. Genau, wie schon erwähnt, gibt es für Python ein externes Interface, wo ich praktisch diese ganzen Abläufe voll beeinflussen kann. Python selbst aber in Form eines Interpreters halt einfach nicht Teil sein kann eines OT-Laufzeitsystems. Ja. So, kommen wir zur Soft-PLC. So haben wir jetzt das Fordiaq als mit der moderneren Norm der 61499 adaptiert, weil das die Fähigkeiten voll unterstützt, die wir auch in unserem Timing-Modell unterstützen. Und hier kann ich halt auch meine SPS-Codes schreiben in Structured Text und das unterscheidet sich eigentlich
nicht sonderlich von dem Structured Text der anderen Firmen, wobei die anderen Firmen sich ja auch immer so ganz leicht unterscheiden. Und da würde ich jetzt mal sagen, da ist auch das Vorwerk nicht so viel besser oder schlechter als die anderen. Aber es ist ein Bereich, wo ich meine Steuerungstechnik bauen kann und mich nicht sonderlich umstellen muss von dem, was ich mir praktisch an Know-how im Bereich der klassischen Steuerungstechnik erarbeitet habe. So, und das können dann wichtige Teilaspekte sein, die als Task hier laufen. So, jetzt haben wir hier mal IT und OT Development und jetzt wird es spannend. Ja? Also, dass man IT-Werkzeuge und OT-Werkzeuge verbinden kann, das kann man auch mit der klassischen SPS-System mittlerweile so, dass man auch in C++ programmieren kann. Das ist, glaube ich, noch nicht so entscheidend, aber wichtig ist, dass ich jetzt komplett offen werde mit der Verbindung von unterschiedlichen Technologien, wie zum Beispiel jetzt auch ein Machine Learning Modell, dann mit der Datenbank und so weiter, dass ich das einfach jetzt sauber ineinander greifen kann. Genau, so, das heißt, jetzt kommen wir zum Machine Learning. Und im Machine Learning unterstützen wir einfach diesen neuen Standard, der auch nicht mehr so neu ist, auch schon ein paar Jahre alt ist, aber sich immer mehr durchsetzt. Das heißt, wenn man in die Automatisierungstechnik, wenn man überhaupt was findet, was standardisiert ist, dann ist es mittlerweile ONNX. Also man wird jetzt nicht mit einem PyTorch direkt arbeiten in so einer Plattform oder mit einem TensorFlow, sondern man wird zunehmend jetzt ONNX exportieren und ONNX wird von nahezu allen Machine Learning Technologien unterstützt. So, das heißt, ich kann dann in meinem TensorFlow sagen, ich extrahiere jetzt mein vorhandenes Machine Learning Model in ein ONNX Model und dieses ONNX Model kann ich dann einfach mit dem Xentara zusammenfügen und je nach Hardware-Plattform unten drunter sind wir auch in der Lage, sogar in der vollgrafischen Umgebung dann die passenden GPU-Libraries mit hinzuzubinden, die man braucht, um dann vom Prozessor zur GPU zu kommunizieren und das Machine Learning Model dahingehend auszulagern. Da hat der Anwender nichts damit zu tun, das ist einfach eine Sache, was die Middleware-Plattform macht, sodass ich eigentlich nur noch von einem Machine Learning Spezialisten mir mein Modell geben lasse, den Pfad zu dem Modell herstelle, die Einstellungen für die GPU und dann habe ich mein Machine Learning Modell in der Xentara Welt am Laufen. So, und jetzt wird es wieder spannend, das mit dem Timing Model. Das heißt, jetzt kann ich eben dann sagen, ich will erstmal ein I/O-Interface, ich will einen EtherCAT-Bus Daten lesen, ich will dann die Ergebnisse mit Machine Learning füttern. Ich will die Ergebnisse von Machine Learning in C++ auswerten lassen und dann über ein I/O-Interface dann zum Beispiel einen Antrieb setzen lassen. Ja? So, und das kann ich jetzt einfach modellieren, timingmäßig so zusammensetzen, dass das in Form einer Pipeline zum Beispiel auf einem dedizierten Core ausgeführt wird. Und wenn man jetzt mal so, nur damit man so ein bisschen ein Feeling bekommt, so ein I/O-Interface und so ein C++ Machine Learning, das wird von einer Task ausgeführt. Das heißt, die wird auch nicht unterbrochen, sodass wir keinerlei Overhead haben, wo wir Zeit verlieren. Ja? So ein EtherCAT zum Beispiel braucht nur 35 Mikrosekunden, steuern wir das zweimal an, sind 70 Mikrosekunden, haben wir noch einen C++-Code, der braucht nur mal 10 Mikrosekunden, dann haben wir in 80 Mikrosekunden fertig. Mit einem kompletten Cycle und den kann man jetzt dann sich überlegen, mit welcher Geschwindigkeit, dass man den dann taktet. Ja. Okay, interessant noch ein bisschen zum Machine Learning. Jetzt kann ich da auch viel weiter gehen. Ich habe vorher schon mal erwähnt, wir können in C++ eben auch Bildverarbeitungs-Libraries einbinden, die uns ein Bild aufnehmen über Kamera, über das ONNX an die GPU übergeben, das Ganze zurückmelden lassen, mit einer SPS-Logik versehen und dann über ein I/O-Interface wieder irgendeinen Antrieb setzen.
sondern man merkt jetzt plötzlich, was da für eine Dynamik reinkommt, für eine Flexibilität, in der ich meine Komponenten beliebig verbinden kann. Okay, ich denke mal, das jetzt so als ganz grober Überblick, was das Xentara kann. Das wäre jetzt praktisch das, was wir hier oben jetzt gefunden haben. Wir haben gesagt, wir haben eine Multi-Mesh Security. Was ich jetzt hier unten noch so ein bisschen reduzierter ergänzen will, ist, dass wir natürlich hier auch Interfaces ansteuern, wie zum Beispiel das Helio von HMI Project, oder dass wir über unseren WebSocket innerhalb von einer Stunde, kann man sagen, von einem vorhandenen Xentara-Modell die erste Webseite fertig hat, komplett mit Security, mit Verschlüsselung und allem drum und dran, sodass ich auch wieder mit der IT eine schöne grafische Webseite bauen kann, mit der ich meinen OT-Bereich schön visualisieren kann. Und der ganze Overhead, der da benötigt wird, um die Verschlüsselung zu machen, um die Authentifizierung zu machen, die Daten, die binär übertragen werden, zu entpacken und wieder zu packen. Das alles ist so gekapselt, dass man praktisch in wenigen Zeilen seine erste Webseite hat. So, und das ist jetzt hier der Bereich, was man auch hier über die Ecke, über den WebSocket auch noch machen kann. Und das sind so Themen, die jetzt gerade so anstehen. Das sind dann Interfaces zu Large Language Modellen mit MCP. Das lässt sich hier wunderbar abbilden, weil das fast gleiche Standards sind. Oder auch beliebige Anwendungen, die eher webbasiert sind oder die im Cloud-Bereich laufen, kann man hier wunderbar anbinden und da trotz allem noch sehr hohe Zykluszeiten oder einen sehr hohen Durchsatz produzieren. So, wenn wir jetzt sagen, dass das Ganze jetzt auch noch in einem Container läuft, dann tut mir zwar das Herz dabei weh, weil wir haben uns so bemüht, eine Technologie zu bauen, die das Letzte aus einer Edge-Hardware herausholt, aber wir haben uns auch hier mit der Containerisierung eine Menge Mühe gemacht, das so optimal zu gestalten, dass das standardisiert ist, dass es in jeder Umgebung auch lauffähig wird und trotzdem nur ein Minimum an Performanceverlusten zulässt. Ja. Unsere Messungen haben so einen Mittelwert ergeben von etwa 5%. Ja, desto schwächer die Prozessoren, desto höher ist der Anteil, desto leistungsfähiger die Prozessoren, desto geringer wird er. Ja, aber so in einem Mittelwert sind so etwa 5%, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu entwickeln. Ist natürlich sehr abhängig von der jeweiligen Infrastruktur. So, wir haben jetzt diesen ganzen Bereich der Anwendungstasks, der Interfaces, der Echtzeitfähigkeit des zentralen Modells, Machine Learning, die Visualisierung und die Containerisierung dazu jetzt soweit gesehen. Und jetzt kommt noch ein Faktor mit hinzu, der uns extrem wichtig ist, was im IT-Bereich Stand der Technik ist, aber in dem OT-Bereich gar nicht oder sehr selten, sagen wir mal so, es kommt langsam. Und zwar ist das Thema Test und Simulation. Und ganz bewusst eben auch Test und Simulation, weil mit der Simulation kann ich einen digitalen Zwilling erzeugen. Und dieser digitale Zwilling ist heute, weil wir ja ein Timing-Modell haben, so präzise, dass wir Mikrosekunden genau die Signale generieren können, wenn wir das wollen. Ja. Und damit ein wirkliches Interface erzeugen, mit dem man sinnvoll dagegen programmieren kann. Heutige digitale Zwillinge liegen oft weit oberhalb von 25, 50 Millisekunden und das sind einfach Zeiten, wo man klassisch OT nicht betreiben kann oder nicht für OT-Devices nicht nutzen kann. Ja. Hier in der Simulation haben wir ja keinerlei Einschränkungen, das heißt, wir können bis 100 kHz unsere Modelle hochtakten, wenn wir das wollen. So, dann gibt es bei uns aber noch was Spezielles, was die meisten noch nicht so machen. Das heißt, wir kombinieren die Simulation mit dem Test
Und wenn die Leute sagen, ja, wir testen noch nicht, dann muss ich sie korrigieren. Wenn man heute mal schaut, wie entwickelt wird, dann programmiert man halt einige Zeilen Code und dann testet man wieder, halt manuell. Und das, was wir hier speziell machen, ist das, dass wir diese ständig wiederholenden Tests zusammenfassen und einfach automatisiert laufen lassen. Das heißt, hier werden wir deutlich effizienter, weil alles, was man einmal getestet hat, testet sich dann automatisch selbstständig. Und wenn man das jetzt mit der Simulation kombiniert, dann lassen sich Szenarien realisieren, wo man automatisierte Inbetriebnahmen realisieren kann, also automatisierte virtuelle Inbetriebnahmen und automatisierte Inbetriebnahmen vor Ort. Ja, das heißt, der Test fährt einem die Steuerung so durch und liefert dann ein Timing-Diagramm die Stellen, an denen man noch nacharbeiten muss, weil es nicht die Anforderungen erfüllt. Das ist aber nochmal so ein ganz eigener Bereich, auf den können wir gerne eingehen, aber der ist deutlich umfangreicher als wir jetzt die Übersicht über eine IT-OT-basierte Plattform mit Namen Xentara. Also damit endet jetzt hier mein erster Vortrag. Es ist jetzt nur ein Slide, aber wer diese halbe Stunde jetzt mit mir durchgehalten hat, dem sage ich jetzt nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn wir uns auch auf einem anderen Weg wieder begrüßen könnten.